Also es ist unglaublich. Ich liebe die Kasachen einfach. Kommt wieder. Ich glaube, der wollte sich unterhalten, aber weil wir in diesem Moment uns mit einem anderen Pärchen unterhalten haben, ist aus Höflichkeit einfach wieder gegangen. Unsere Situation geschildert. Der Mann, der da an der Tür arbeitet, ich würde sagen, der hat mich abgewimmelt. Der sagt einfach, ja, wie ihr seht, abends ist natürlich viel mehr los. Wir haben fertig und wir haben Hunger. Thursday! Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer, gerade hier in Kasachstan. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir stehen immer noch in Almaty an dem Botanischen Garten, weil wir uns immer noch nicht lösen können. Wir warten immer noch, dass wir es hinkriegen, unser Visum zu machen. Aber wir genießen es auch und wir werden hier jeden Tag so überrascht. Gerade kam einfach ein junger Mann, der war gestern schon bei uns am Wohnmobil und ja, Verständigungsschwierigkeiten waren ein bisschen da, weil Dimi im Fitnessstudio war. Aber er hat ins Wohnmobil reingeschaut und kommt gerade eben, schaut euch das an. Und schenkt uns einfach eine Pizza. Er schenkt uns einfach eine Pizza, 2 Dosen Cola, schön kalt und so schnell wie er gekommen ist und guten Appetit gesagt hat, so schnell war er auch schon wieder weg, schade. Ja, also, hoffentlich kommt er wieder. Hoffentlich kommt er noch mal wieder, genau. Und gestern ist auch überraschend, ist noch ein Ehepaar gekommen, die haben ein TikTok-Video von Dimi gesehen, dass wir hier am Botanischen Garten kamen, sind gekommen, haben gesagt, hi, wir sind hier, schön, dass ihr hier seid, zieht euch an, wir gehen was essen. Und dann haben sie uns noch zum Essen eingeladen und es war so schön. Die Bilder dazu blende ich gerne ein. Wir wurden einfach entführt. Ja, ihr Lieben, und so schnell kann es einfach gehen. Ich bin hier gerade noch dabei, das Video hochzuladen. Also das Speichern dauert ja erstmal schon über eine Stunde. Und dann muss ich es ja auch noch hochladen, damit ihr es heute Abend, also am Sonntag, sehen könnt. Und es ist jetzt, ich weiß gar nicht, 13 Uhr oder so, oder? Nee, es ist jetzt 12:22 Uhr. So, das Video braucht noch ungefähr eine Dreiviertelstunde zum Speichern. Und dann braucht es ungefähr noch mal 3 Stunden, denke ich, zum Hochladen. Und dann muss ich ja auch noch den Untertitel bearbeiten, dass Russisch und Englisch verfügbar ist. Und jetzt, Dimi hat gestern einen TikTok-Post gemacht und schwuppsdiwupps steht jetzt hier eine ganz nette Familie und sagt, ihr müsst jetzt mitkommen, wir wollen euch zum Kaffee einladen. Jetzt muss ich schauen, ich freue mich sehr darüber, wir wollen ja auch nicht unhöflich sein. Das ist ja auch, dass wir wollen, Menschen kennenlernen. Aber ich werde jetzt die ganze Zeit, während wir Kaffee trinken, im Hinterkopf haben, ich muss ja das Video um 18 Uhr online stellen. Aber ja, so ist das manchmal. Also, ihr Lieben, das war so eine schöne Zeit. Die beiden hier, die haben uns zum Kaffee eingeladen eigentlich, aber dann wurde Essen draus und ein langes Gespräch. Ich habe so viel wieder über die Kultur lernen dürfen und es war einfach so schön und ich hoffe, dass wir diese beiden wundervollen Menschen einfach nochmal irgendwo durch Zufall treffen. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so gastfreundlich empfangen habt. Also, es ist unglaublich. Ich liebe die Kasachen einfach. Tschüss. Ich bin so gesegnet mit solchen Menschen und mit solchen Begegnungen und ja, ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Ja, auf jeden Fall, falls ihr beiden das Video seht, vielen, vielen Dank für diese wirklich schöne Zeit. Ja, und nun genießen wir die Pizza erstmal, bevor wir unseren weiteren Plänen nachgehen. Wir wollen schauen, dass wir es irgendwie hinbekommen, einen Termin bei der Visumstelle zu bekommen. Und wie die nächsten Tage werden wir einfach sehen und so hinnehmen, wie sie kommen. Payachale!
Ja, dann öffnen wir mal die Pizza. Haben uns hier einen schönen Platz auf der Parkbank gesucht. Oh, Die sieht echt gut aus. ja, wirklich. Oh, ich hoffe, der junge Mann kommt wieder. Ich glaube, der wollte sich unterhalten, aber weil wir in diesem Moment uns mit einem anderen Pärchen unterhalten haben, ist aus Höflichkeit einfach wieder weggegangen. Und es ist so schade, ich hoffe, der kommt nochmal. Ganz bestimmt. Und neben uns, die zeigen wir nachher noch, neben uns steht ein russischer Amerikaner, also ein Russe, der in Amerika lebt, mit seiner Freundin, die aus der Tschechei kommt. Und die sind so nett und so lustig. Und wir hoffen, dass wir später noch ein paar Stunden mit ihnen verbringen können. Weil die Chemie, die passt einfach so wunderbar zwischen uns. Die haben irgendwie denselben Humor, ne? Und ach, so schön, echt. Und wir haben uns gestern ein bisschen blamiert. Es war schon dunkel. Wir waren noch bei den anderen Nachbarn, bei den Findus drüben. Und die sind auch noch hier hingekommen. Und wir kommen im Dunkeln zu unserem Wohnmobil und die haben ja direkt bei uns geparkt. Und wir gehen so ganz nah an das Nummernschild, um zu schauen, aus welchem Land sie kommen. Und als wir dann erkannt haben, dass das Auto aus der Tschechei ist oder aus Tschechien, haben wir bemerkt, dass sie einfach vorne im Fahrerhaus sitzen und uns beobachten. Das war so lustig. So, und jetzt essen wir. Bis gleich. Ja, Herr, wir danken dir für das Essen, was du uns heute beschert hast, nach diesem anstrengenden Morgen, wo wir unseren Kopf heute so voll hatten wegen dem Termin in dem russischen Konsulat, hast du uns beschenkt mit dieser Pizza durch diesen jungen Mann. Herr, segne den jungen Mann und schicke ihn bitte nochmal zu uns, damit wir eine schöne Zeit mit ihm haben können und mit ihm ein bisschen reden können. In deinem wunderbaren Namen, Herr. Amen. Amen. Da das russische Konsulat nicht ganz so weit von uns entfernt ist, nur 1,6 Kilometer, gehen wir das heute mal zu Fuß. Also, wir sind jetzt da bei dem russischen Konsulat. Ich versuche jetzt mal an der Tür zu klingeln und guck mal, dass ich mich nicht so schnell abwimmeln lasse. Mal schauen, was die sagen. Es ist ja so, dass wir seit heute Morgen versuchen, uns auf diesem Online-Portal anzumelden, wegen dem Termin fürs Visum. Wir haben alles da, wir haben den Visumantrag online ausgefüllt, Passbilder, wir haben alles. Nur wir bekommen einfach nicht die Bestätigung, damit wir endlich einen Termin machen können. Und nur deswegen sind wir jetzt heute hier gegangen. Aber das kostet uns so viel Nerven, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, ich hoffe, er kann was erreichen. Also, ich habe jetzt an der Tür geklingelt und habe halt unsere Situation geschildert. Der Mann, der da an der Tür arbeitet, ich würde sagen, der hat mich abgewimmelt. Der sagt einfach, irgendwas machen Sie falsch. Und ich sage, ja, vielleicht haben Sie eine falsche E-Mail-Adresse oder was weiß ich. Ich habe gesagt, wir haben schon über meine versucht, über die E-Mail-Adresse meiner Frau, haben sogar eine neue E-Mail-Adresse extra dafür aufgemacht und nirgendwo kommt eine Bestätigungsmail, dass wir einen Termin machen können. Ja, irgendwas machen Sie falsch. Ich so, ja, ist denn keiner da, der mir helfen kann? Nee, das müssen Sie schon selber machen. Suchen Sie sich jemanden draußen, der Ihnen hilft. Also ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie man hier an der Tür zumindest abgewimmelt wird. Ja, macht mich schon ein bisschen traurig. Ja. Ja, dann werden wir uns wohl mal jemanden suchen, der uns hilft. Wo wir den finden, wissen wir noch nicht. Keine Ahnung. Es ist echt nervig. Seit Freitag sind wir dran. Seit Freitag, heute ist Montag. Das Problem ist, es kostet uns alles Zeit, weil wir haben jetzt mitbekommen, dass Termine nur dienstags und donnerstags verfügbar sind. Das heißt, wir müssten jetzt bis Donnerstag hier sein, weil ich denke nicht, dass wir für morgen noch mal einen Termin bekommen. Und bis Donnerstag. Und wir müssen ja am 16. August schon wieder ausreisen. Das ist echt bitter jetzt. Naja, irgendeine Lösung wird es wohl geben.
Also Dimi hat jetzt da hinten eine Frau angesprochen, die gerade aus dem Gebäude rauskam. Und es sieht aus, als würde sie jetzt versuchen, ihm irgendwie zu helfen. Die gute Frau hätte gern geholfen, aber sie ist eine Russin und bei ihr läuft es ganz anders. Okay. Ein bisschen frustriert schleichen wir zum Wohnmobil zurück. Es geht ein bisschen bergauf, ne? Minimal. Ich merke das. Aber Das fast war geschafft. Nicht besonders ein produktiver Tag heute. Überhaupt nicht. Auf dem Weg konnten wir so gut wie gar nichts filmen für euch, weil es einfach nur eine Straße war. Und ja, aber es ist ja erst früher Abend. Wir wissen ja nicht, was alles noch passiert. Es ist 19:02 Uhr und ihr dürft uns gratulieren, Leute. Ich hab Termin gemacht. Was für eine Geburt! Also das ist ja unglaublich. Also seit 8 Uhr morgens. Seit bin heute, ja, ich sogar, ich weiß nicht, wie seit lange? heute Morgen um Ja. 8 sind wir zugange. 8, 9 Uhr, ja. Immer wieder versucht, neue E-Mail-Adresse erstellt. Aber morgen 15:30 Uhr, oh mein Gott. Stopp. Wie cool. Was? 15:40 Uhr. Ah, 15:40 Uhr. Cool. Wir freuen uns sehr. So, und Dimi geht jetzt noch ins Fitnessstudio. Und Ich nehme euch mit. ja, genau. Weil wir euch heute nicht so viel zeigen konnten, weil wir so schwer beschäftigt waren. Ja. Könnt ihr ihn begleiten, wenn ihr Lust habt. Ich zeige euch das Fitness, das ist richtig cool. Ja, genau. Und ich entspanne hier draußen in meinem persönlichen Garten. Ich brauche ein Mikro. Ich habe ja meinen persönlichen Garten direkt vor der Tür. Schaut mal. Da steht mein Stuhl. Ja. Und hier habe ich mich jetzt gerade ein bisschen ausgeruht. Und es ist auch jetzt echt angenehm kühl geworden. Ich habe kurz gedacht, es regnet vielleicht ein bisschen. Aber nicht. Also, bis nachher. Also, es ist schon richtig dunkel. Dimi ist immer noch nicht weggekommen, weil wir noch Besuch bekommen haben. Es ist ja hier. Hier kommt man ja auch nicht so schnell weg, wenn man einmal die Tür auf hat, ne? Aber jetzt nimmt Dimi euch mit und zeigt euch das Fitnessstudio. Ich verabschiede mich schon mal. Es ist so lustig hier. Hier steht noch ein deutscher Camper. Ich habe den Namen vergessen. Thorsten. Kann sein. Kann sein. Wir nennen ihn einfach Thorsten. Ja, ist gerade kurz vorbeigekommen. Also, ich sag schon mal gute Nacht und übergebe an Dimi. Bis morgen. Also ihr Lieben, und jetzt gehen wir ins Fitnessstudio und ich nehme euch jetzt mit. Aber vorher zeige ich euch mal, wie die Mall in der Dunkelheit abends aussieht. Schaut mal. Also Kasachstan ist richtig krass. Also es wird immer moderner. Ich sehe hier manche Sachen, die ich in Europa noch nicht gesehen habe. Wer weiß, vielleicht liegt es daran, dass ich selber viel lieber in Dörfern unterwegs bin wie in Großstädten. Ja, aber ich weiß nicht. Aber zum Beispiel die Sachen wie mit Gesichterkennung bezahlen oder mit Augenerkennung bezahlen oder mit der Handerkennung bezahlen. Und was es hier nicht alles gibt, Joel, staune ich drüber. Genau, und auch die ganzen anderen Sachen, so wie die Mall zum Beispiel und wie es drinnen aussieht und was es für Möglichkeiten gibt für Erwachsene und auch für Kinder. Das ist echt heftig. Das habe ich jetzt in Deutschland noch in keiner Mall gesehen. Du kannst zwar einkaufen gehen und so in Deutschland und es ist auch interessant, aber dass da so wie richtige Spielplätze und so weiter mit dabei sind, so dass
alle ihre Freude haben, Erwachsene und auch die Kleinen, genau. Das habe ich noch nie gesehen. Aber ihr könnt mich eines Besseren belehren. Also, ich bin jetzt in so einem kleinen Einkaufszentrum und jetzt zeige ich euch, was ich meine. Schaut mal. Also jetzt rechts neben mir essen gerade Leute, da will ich nicht filmen. Aber guck mal, hier ist einfach mitten im Einkaufszentrum so ganz, wie heißt das hier, Kartrennen fahren oder was, wie heißt es, kannst einfach hier rein. Kannst hier für Kinder kannst spielen, kannst hier solche Computerspiele spielen und dann kannst du einfach hier mit den Dingern hier rumfahren. Ist wahrscheinlich für Kinder, aber richtig cool. Und wer das Rennen gewinnt, kriegt dann auch eine Belohnung. Schaut mal, 1., 2., 3. Platz. Ja, und so sieht das Fitnessstudio von außen aus und heißt Invictus Go. Genau. Jetzt schaut mal, wie ich da reinkomme und was es da alles gibt. Ну что, поехали? Also so sieht das Ganze hier aus. Richtig modern. Man loggt sich hier ein, zeige ich euch gleich. Also es gibt hier so eine vom Fitnessstudio eine App und eigentlich geht man so rein, indem man sich hier einscannt. Aber ich wurde diesmal so reingelassen. Aber eigentlich muss ich mich gleich sowieso einscannen, weil ich noch in die Sauna gehe und ohne mich einzuscannen kann ich nicht in die Sauna gehen. Ja, wie ihr seht, abends ist natürlich viel mehr los als tagsüber oder morgens, wie überall. Die Leute arbeiten regelmäßig an ihrer Sommerfigur, sogar im Sommer. Auch an Hanteln ist alles da, an Gewichten, was das Herz begehrt. Das ist hier für mich nicht, aber ja, hier gibt es auch natürlich viel größere Kaliber. Ja, für Kraftausdauer gibt es ja auch jede Menge. Und wie ihr seht, trainiert hier klein und groß. Also ich habe gestern schon trainiert, ich habe heute den übelsten Muskelkater. Deswegen werde ich heute nur die Sauna nutzen. Aber eine coole Sache habe ich ja auch noch gesehen, das macht bestimmt Spaß, Bauchmuskel zu trainieren. Hier unten sind Bälle. Man geht mit dem Körper nach hinten, wenn man den Ball rausgenommen hat. Und wenn man nach vorne geht, dann versucht man die Zielscheibe zu treffen. Oder man versucht es hier zu berühren oder hier zu berühren. Also Bauchtraining mit Spaß. Also das Fitnessstudio ist nicht groß, aber es ist alles da, was das Herz begehrt. Das ist richtig cool hier. Und das Interessante ist, ich habe gestern, nachdem ich mit dem Training fertig war, habe ich eine Nachricht bekommen in der App. Da hat jemand mich anscheinend trainieren gesehen und der hat einfach geliked, was ich gemacht habe. Das habe ich auch noch nirgendwo gesehen.
dass man einfach ja, eine App innerhalb eines Fitnessstudios hat, wo man dann den anderen positiv bewerten kann, was er macht. Damit ich jetzt meinen Schrank benutzen kann, in der Umkleidekabine, muss ich mich jetzt doch einscannen und das machen wir hier. Warte. Und dann geht das Tor hier auf und ich kann gleich auch noch zeigen, wie es mit den Schränken funktioniert. Also ganz klar, Männerumkleide. Ich kann mir einen Schrank aussuchen. Hier ist die 127. Die ist anscheinend frei. Und jetzt habe ich die 127 ausgesucht. Zack, jetzt ist sie offen mit dem Handy und jetzt kann ich meine Sachen da reintun. Und ein Dampfbad gibt es natürlich auch. Also, so geht nochmal mein Sprint auf. Also, wie ihr seht, hat mir die Sauna gut getan. Schön rot wie ein Krieg. Ja, es ist richtig genial da drin, finde ich persönlich. Und das Ganze kostet mich für 3 Tage 6 Euro. Das ist cool, dass es sowas gibt, dass Fitnessstudios sowas machen, dass man so 3 Tage Ticket buchen kann, wo man nur 6 Euro bezahlt. Genau. Jetzt habe ich 2 schon verbraucht. Jetzt habe ich nur noch einen. Und zwar morgen. So, jetzt gehen wir noch schnell einkaufen. Jetzt wurde mir kurz schwindelig. Schnell noch eine Kleinigkeit zu trinken einkaufen. Und dann ab zum Wohnmobil. Katrin hat gerade angerufen. Es war heute ein junger Mann am Wohnmobil. Der hat uns eine Pizza gebracht, 2 Cola. Und hat uns die Hände geschüttelt und ist wieder abgehauen, weil in dem Moment wir uns gerade mit jemand anderem unterhalten haben. Ja, das war so schade. Dann haben wir ein TikTok-Video gemacht, haben gesagt, hey, wir wurden mit so einer Pizza beschenkt und so schade, dass der junge Mann weg war. Wir haben gesagt, der soll doch bitte wiederkommen. Und wer weiß, vielleicht hat er es gesehen, weil Katrin hat gerade angerufen und hat gesagt, hey, er ist wieder da, der hat schon wieder was zu essen mitgebracht. Und er würde gerne mal einfach mal mit uns quatschen. Ja, und jetzt hole ich schnell was zu trinken und dann gehe ich zum Wohnmobil, weil ich mich darauf freue, gleich mit diesem jungen Mann mich zu unterhalten. Also, vielleicht nehmen wir euch mit. Wenn nicht, erzählen wir euch davon. Der junge Mann war jetzt wieder da. Er wollte unbedingt ein bisschen quatschen, wollte was von Europa hören, von Deutschland. Und schaut mal, was er jetzt schon wieder mitgebracht hat. Wer soll das denn essen schon wieder? 3 Tage Fitnessstudio, alles umsonst. Alles für mich. Ja. Ich freue mich sehr. Seit 2 Tagen müssen wir nichts zu essen kaufen. Ja. Wir werden beschenkt. So reichlich beschenkt, ja. Dass man sich schon schämt. Ich habe 8 Kilo abgenommen. Wir müssen Almata wieder verlassen. Sonst geht es wieder hoch mit den Kilos. Hast du erzählt, dass wir endlich einen Termin haben? Ich glaube, ich habe das erzählt. Das haben wir doch schon erzählt. Stimmt. Ich bin ein bisschen müde. Ja, apropos müde. Wir sagen jetzt Gute Nacht, oder? Ja. Also ihr Lieben, wir sehen uns morgen. morgen. Ciao. Noch nicht bereit. So, jetzt. So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Draußen ist schönes Wetter. Wir sind schon wach. Schon lange. Schon lange, ja. Ich habe Frühstück geholt. Was gibt's heute, Schatz? Ich weiß nicht, was du da... Auf jeden Fall hat er 7 Snickers gekauft. Das ist Grundnahrungsmittel, das sollte jeder haben, finde ich.
Ich weiß nicht, was du hier gesagt Das hast. ist sowas wie Samsa, das ist mit Hackfleisch und 4 Würstchen im Teig habe ich gekauft. Ja. Die wurden auch warm gemacht für uns in der Mikrowelle. Lassen wir uns jetzt schmecken. Jetzt war das Mikro da hinten. Ja, für Katrin ist immer blöd, wenn das Mikro zu weit weg ist. Dann beim Schneiden muss sie dann das Video trennen und dann lauter machen, leiser machen. Ja. Muss ich mehr drauf aufpassen. Ja, also ich habe gestern noch mit dem lieben Daniel, den wir in Georgien kennengelernt haben, Voicemails ausgetauscht und er hat bestätigt nochmal, dass wir haben ja gestern auf Katrins Namen Termin gemacht für Visa und Daniel hat nochmal bestätigt, dass man für jeden Einzelnen einen Termin machen muss. So ein Schwachsinn. Also das ist für mich so ein Ding, was absolut sinnlos für mich erscheint. Aber wir beugen uns dem. Müssen wir ja, sonst Ja. kommen wir hier nicht weg. Jetzt habe ich einen Termin gemacht. Ich musste meinen Namen verdrehen auf meinen Namen Schreiner Dimitri, ging nicht. Dann habe ich auf den Namen Dimitri Schreiner gemacht und das ging auf einmal. Und ja, ich habe heute eine E-Mail bekommen, eine Bestätigung, dass ich am Donnerstag um 14:30 Uhr, glaube ich, einen Termin habe. Wir versuchen auf jeden Fall, es heute zu zweit zu machen, unser Visum zu beantragen. Wenn es nicht geht, dann müssen wir halt bis Donnerstag hier stehen. Genau, und wir haben uns ja so Gedanken gemacht, was, wenn irgendwas mit dem Visum für Russland nicht hinhaut? Dann hängen wir hier fest. Aber dem ist nicht so, weil hier stehen Mitcamper und die haben Kontakt zu jemandem, der so geführte Reisen macht, so Overländerreisen. Und über den hätten wir eine Möglichkeit, mit dem Schiff übers Kaspische Meer, über Aserbaidschan zu kommen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Und wenn es nach mir gehen würde, würde ich das Russland-Visum sofort an die Seite legen und diese Route wählen, ganz ehrlich, weil Aserbaidschan muss ja auch unglaublich schön sein. Würde mich auch interessieren. Ja, aber das kostet so um die, keine Ahnung, was hat sie gesagt, 1200 Euro? 400. 1400 und dann kommt aber noch mal ein bisschen über 400 Euro für das Schiff hinzu. Und das können wir uns echt nicht leisten. Also Das ist zu teuer. das geht leider nicht. Aber das wäre natürlich eine Traumroute für uns und sicher auch für euch, weil Aserbaidschan ist ja auch so ein Land, was man nicht so oft sehen kann, ne? Irgendwie in YouTube-Videos. Es gibt schon Leute, die dann hinfliegen und dort ja, Aufnahmen machen, aber das wäre so ein Land, was uns echt kitzeln würde. So, und jetzt frühstücken wir und müssen noch rausfinden, wo wir unseren Visa-Antrag ausdrucken können. Also, Geh ins Fitnessstudio und frag, ob die das für uns machen. war auch schon meine Idee. Ja. Also, Also, bis später. Bis später. So, ihr Lieben, wir machen uns jetzt auf den Weg, um zu schauen, wo wir unsere Sachen kopieren, ausdrucken und kopieren können. Und machen uns dann langsam auf den Weg zur Botschaft, also zum Konsulat. Und es sind noch 4 Stunden oder so. Aber mal gucken, was wir euch in den 4 Stunden noch Schönes zeigen können von Almaty. Und ja, wir sind gespannt. Und ich hoffe sehr, dass Demi mit rein kann. Ich kann ja nicht ein Wort Russisch, ich kann ja nur Очень приятно, поехали, пошли und Пока. Das war's. Also, Wenn die dann sagen, Papiere Genosse, dann sagst du, Очень приятно. Fertig. ja, also da fühle ich mich jetzt echt unsicher, wenn ich da alleine reingehen muss. Aber naja. Das ging ja jetzt schneller als gedacht. Da ist er schon. Also wir haben jetzt zweimal den Visa-Antrag ausgedruckt, zweimal die Reisekrankenversicherungsbestätigung und haben 80 Cent bezahlt. Ja, nur mal so eine kleine Info am Rand. Ich weiß ja nicht, wer diese Massagesessel erfunden hat,
Aua! Aber so angenehm ist das gar nicht. Aber der kann ein bisschen verspannt sein. Aber das tut voll weh, oder? Ja, das muss auch ein bisschen weh. Und jetzt geht dann die Arschbacken. Entspannung ist was anderes. Da darfst du nicht, da darfst du nicht. Was gibt's jetzt? Was zu trinken? Limonade. Welche hast du dir bestellt? Weiß ich nicht. Zitrone. Ich wollte eigentlich Himbeer. Ich mag so gerne Himbeer. Aber die machen hier nur Himbeer mit Maracuja. Ich habe Himbeer mit Maracuja. Ja, wir sind jetzt mal eben ganz schnell ins Taxi gestiegen, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Und wir haben ja so viel von diesem grünen Bazar hier in Almaty gehört. Jeder schwärmt davon und davon müssen wir uns selbst überzeugen. Und wir nehmen euch sehr, sehr gerne mit. Also wir sind gespannt, ob er das verspricht, was man so über ihn hört, oder? Ob er das hält, was er verspricht. Entschuldigung, ob er hält, was er verspricht. Oh Mann. Ich weiß nicht, was er will. Sorry. Таджикский крутоп. Was sagt er? Таджикский крутоп. Krutov, Национальное блюдо. ah, das ist Nationalgericht Tadschikistan. Ich muss auch mal Да. gucken. Вот, начнем. Wow, spasiba. Wow. Thank you, bye bye. Wow, schaut euch mal diese Melone an.
Also das war ja jetzt goldig. Wir waren an diesem Fischstand und da stand eine junge Mama mit ihren beiden Töchtern. Und die eine hat mich, die kleinere Tochter, ist einfach gekommen. Wie alt war die? 10? Ganz tolles Mädchen und drückt mich einfach. Will mich einfach in den Arm nehmen und drücken. Sie hat vorher auf Russisch gesagt, ob ich sie umarmen darf. Oh, so cool. Dann Also, hat die Mama gesagt, du darfst sie ruhig umarmen. Und dann hat sie Katrin umarmt und dann ist sie zu mir gekommen, hat die Hände geöffnet, hat mich umarmt. was für eine tolle Begegnung. Oh, wie goldig. Was für ein besonderes Mädchen, wirklich. Liebe Männer, ich habe da so eine kleine Frage. Wie geht es euch damit, wenn ihr an Stand mit Feuchttüchern ungefähr 10 Minuten stehen müsst und die richtigen Feuchttücher aussucht? Wie geht es euch damit? Das sind Allzwecktücher und da muss man genau gucken, sind die für Fenster, sind die für Toilette, sind die für Küche. Und ich kann kein Türkisch, die sind aus der Türkei. Ich muss mich da durcharbeiten. Du musst dich doch nicht rechtfertigen. Ich wollte einfach nur wissen, ob die anderen Männer sich genauso freuen wie ich. Na Wenn klar das freuen nicht- die sich. Oder? Na klar. Das hier kaufen wir Katrin. Falls wir noch mal im Schlamm stecken bleiben, dann kann sie mich schieben. Wir haben fertig und wir haben Hunger. Heute ist echt warm, Leute. Aber richtig. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und noch ein bisschen Hunger und haben uns heute für Kartoffelauflauf und ich weiß nicht was entschieden. mit kleinen Tivtjelki, Frikadellchen. Ja, also Frikadellchen und Kartoffeln. Ja. So, erstmal ausschwitzen, bevor es ans Essen geht. Also ihr Lieben, wir sind jetzt wieder hier beim russischen Konsulat. Wie gesagt, wir haben für Katrin für jetzt einen Termin gemacht. In 20 Minuten ist soweit. Ich hoffe, ich kann meine Sache jetzt auch gleichzeitig miterledigen. Wenn nicht, dann habe ich erst in 2 Tagen Termin. Ja. Aber ich gehe auf jeden Fall da rein und sage, ich bin auf jeden Fall der Dolmetscher. Und wenn wir da drinnen sind, dann hole ich die Papiere raus und sage, wenn wir schon mal hier sind, dann hier. Also, wir sagen euch Bescheid, wie es gelaufen ist. Ihr dürft uns gratulieren. Mikro ist an. Gott sei Dank. Also, es hat alles super geklappt. Der Mann, der unseren Antrag entgegengenommen hat, der war super freundlich, oder? Also hat Richtig cool. Ja. mit Smalltalk und allem dabei. Also das war richtig cool. Alles reibungslos. Ja, Also ich muss sagen, die Enttäuschung von gestern hat er alles wieder weggemacht. ganz genau. Und ihr seht diesen weißen Container da im Hintergrund. Da sitzen 2 Polizisten drin. Die waren ja gestern nicht da, aber heute. Ja. Und die sind richtig, richtig nett. Ja, und die folgen uns jetzt auf YouTube. Also большой привет вам, если вы это видите. Спасибо, то, что вы так с нами хорошо обращались и нас так легко запустили. Ja, also ein Lob an die Polizei in ganz Kasachstan. Egal, wo wir auf die treffen, die sind immer sehr nett. Aber die beiden jetzt hier hinten im Häuschen waren richtig, richtig nett. Also wir gehen jetzt wieder langsam hoch zum Wohnmobil.
Und dann treffen wir uns auch bald schon mit dem Russland. Wir gehen heute mit dem essen. Ja, aber noch eine Sache. Wir können leider nicht obenrum nach Russland einreisen. Nee. Wir müssen uns an diese Grenzübergänge halten. Ja. Man kann minimal abweichen, aber nicht 3000 Kilometer, Ja. sonst kriegen wir Probleme, haben die uns gesagt. Ganz genau. So, und jetzt gehen wir aber. Jetzt haben wir lange genug hier rumgetrödelt. Aber wir gehen, wollen wir? Ich fahre nicht mit. Nein, wir gehen. Ich mag nicht mehr gehen. Also, ihr Lieben, wir sind wieder im Wohnmobil und es ist unglaublich, was hier los ist. Hier treffen wir jetzt gerade so viele andere Camper, die wir immer mal wieder auf der Reise getroffen haben. Und es ist so schön. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Oh, nicht rausfallen. Also, hier steht dieses nette Pärchen, wo er aus Amerika ist und sie aus der Tschechei. Und da ist der Gerd und seine liebe Frau. Und schaut euch mal die Straße lang an. 1, 2, 3, 4, 5 Camper auf dieser Seite. So cool. Da hocken sie gerade schön im Garten und genießen. Und genießen. Ich sag ja, die sind einfach so klasse. Oh Mann. Und auf der anderen Straßenseite steht noch eine Frau aus der Schweiz, die reist ganz alleine. Und dann noch Italiener. Ja, also hier ist richtig was los. Unglaublich. Ja, und die Freude ist halt immer so groß, wenn man die netten Menschen einfach trifft, oder? Also diese Reise-Community, die ist einfach so bemerkenswert. Ich wünschte, ihr könntet das mal erleben, diesen Zusammenhalt und diese Freude, wenn man sich sieht und ja, dieses Miteinander fühlen auch. Wir hatten ja so Sorge wegen dem Visum jetzt und wir kommen dann hier an und alle kommen gleich und fragen und hat's geklappt und so. Also die fiebern richtig mit, also jeder fiebert hier mit jedem mit und egal was ansteht und das ist einfach eine unglaubliche Erfahrung, auf die ich nie wieder verzichten möchte. Ja. So, und ich werde jetzt noch mal schnell ein bisschen arbeiten. Demi ist im Fitnessstudio und ich nutze die Zeit schnell, weil in einer Stunde kommt schon der Russland und dann gehen wir ja essen. Und darauf freue ich mich sehr. So, ihr Lieben, der Russland ist jetzt auch da. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nett der einfach ist. So nett. Und wir suchen uns jetzt irgendwo was Nettes, wo wir essen können. Ja? Wir gehen Pizza essen. Hat sich schnell entschieden. Also, das ist Russland. Oh, very nice. Hello. Nice to meet you. Welcome to Kazakhstan. So nett einfach, ja. Und vielleicht schaut ja sein Papa auch unsere Videos. Das wäre ja lustig. Also, Papa von Russland, falls du unsere Videos schaust, schreib's doch gerne in die Kommentare. Ja, und wir freuen uns jetzt auf einen netten Abend. Ja, und wir nehmen euch so weit wie es geht einfach mit. Letztes Mal waren wir ja am Abend hier und da hat es ja so geregnet. Und jetzt schaut mal einfach, heute kann ich euch zeigen, wie schön das ohne Regen einfach aussieht. So schön. Ist das nicht ein Träumchen? Es sieht einfach so schön aus. Also ich mag den Ort sehr. Ja, wollte ich euch einfach mal gezeigt haben. So schön. Wie süß. Happy Birthday! Ich würde nicht sagen, dass wir übertrieben haben, aber
das Essen muss ich euch einfach zeigen. Das ist der absolute Hammer. Einmal Kartoffelpüree mit Meatballs. Der Ruslan hat sich für einen Burger entschieden. Und Demi nicht für Schaschlik, sondern für Pizza. Kein Schaschlik. Ja. Und auf der Pizza sind nur ganz kleine Frikadellen und Katrin hat mir schon eine geklaut. Ist nicht schlimm. Nächstes Mal. Und für mich gibt's Aglio Olio. Ich freue mich sehr. Also, Männers, wollt ihr beten? Может, помолимся? Давайте. Хочешь ты? Дорогой Небесный Отец, спасибо за этот прекрасный день, за этот прекрасный вечер. То, что Ты вот нас здесь собрал, то, что мы можем вместе покушать. Мы благодарим Тебя, и через это Ты нам что-то хочешь сказать. Что-то, что может быть очень ценным для нас. Небесный Родитель, пожалуйста, пребывай вместе с нами здесь, в этой трапезе, и чтобы мы могли еще больше раскрыть свои сердца не только друг другу, но и чтобы Ты тоже мог почувствовать то, насколько мы любим Тебя и хотим, чтобы Ты чувствовал, и мы чувствовали Тебя, и делились также с людьми, любовью, едой и всем, что у нас есть, и благодарить Тебя. Молюсь с прекрасными людьми, с Дмитрием, с Кэтрин. Аминь. Ja, falls ihr euch wundert, der Ruslan ist natürlich auch gläubiger Christ und deswegen haben wir zusammen gebetet. Also ja, es ist einfach so schön. Wir genießen jetzt das Essen und schauen mal, was der Abend noch bringt. Danke, Ruslan, dass du bei uns bist. Guten Morgen, ihr Lieben. Gestern Abend ist es noch recht spät geworden und deswegen haben wir uns nicht mehr verabschiedet. Aber wir würden euch gern noch von dem Abend erzählen. Also der Ruslan ist so eine treue Seele. Wir hatten so eine richtig, richtig gesegnete Zeit. Also wir haben uns gefühlt, er ist ja nur 10 Jahre jünger wie wir. Aber wir haben so Elterngefühle bekommen, oder? Ja, stimmt. Also er ist so, ja, auf seine erwachsene, kindliche Art ist er einfach so angenehm und es war so schön, diese Gespräche, die wir führen dürfen. Wir durften so viel lachen und das, ja, wir haben gar nicht erzählt, wer Ruslan ist. Als wir das erste Mal hier in Almaty waren, waren wir ja 2 Tage in einem Hotel eingecheckt. Und dann unten drin gab es einen Supermarkt und da waren wir und haben Deutsch gesprochen. Und er hat so ein bisschen Deutsch verstanden und ist zu uns gekommen und hat gefragt, ob wir aus Deutschland sind. Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, hat halt erzählt, dass sein Vater in Deutschland lebt und dass er versucht, Deutsch zu lernen. Und ja, so ist es eigentlich entstanden. Und hier, jetzt beim 2. Mal in Almaty, haben wir ihn einfach durch Zufall getroffen. Wir haben ihm nicht gesagt, dass wir hier sind oder so, gar nichts. Also es war, ja, wir wissen, dass es eine gottgeführte Begegnung war. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Ja, und wir haben auch gestern vergessen, die Info rauszuhauen, wie teuer das Visum für Russland war. Wir haben pro Person 79 € bezahlt, also sind 160 € ungefähr,
haben wir für das Transitvisum für 10 Tage für Russland Genau. bezahlt. Und in Georgien waren es ja über 500, das muss man sich mal überlegen. 560 Ja, oder was? für 72 Stunden. Also kommen wir hier schon mal aus der Nummer besser raus. Ja, und es ist auch wieder Zeit, das Video zu beenden, ihr Lieben. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und ihr wisst ja, an jedem Ende des Videos wollen wir euch gerne segnen. Ja, zuvor will ich noch mal sagen, Ruslan, es war mir so angenehm, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben dich richtig lieb gewonnen. Ja. Und wir sind allen dankbar in diesen Tagen, wo wir in Almaty einfach Stress hatten und was zu erledigen hatten, wo der liebe Gott uns geschickt hat, die uns einfach beschenkt haben und uns auch diesen Stress irgendwie genommen haben. Du bist genervt, du bist gestresst, weil das nicht klappt. Auf einmal kommt jemand und schenkt dir eine Pizza, schenkt dir einen Kuchen, Lädt dich zum Essen lädt dich zum Essen ein. Und das war so krass, jetzt richtig krass diesmal. Also ihr Menschen in Almaty, ihr seid was Besonderes, wirklich. Also das war unglaublich hier. Vielen Dank dafür. Genau, und nun kommen wir zur Segnung. Also dieses Mal habe ich relativ früh von dem lieben Herrn was empfangen. Und zwar sagt Jesus in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, auf der letzten Seite, der letzte Kapitel, dass er alles neu macht. Der Johannes bekommt einen Einblick in eine Offenbarung und er sieht, was alles geschieht. Und dann sagt er, und ich sah einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde. Und das Alte ist vergangen. Und es war alles schön und niemand musste mehr weinen oder leiden oder irgendwas. Ja, und ihr Gott war bei ihnen. Und das ist das, was Jesus macht. Er macht alles neu. Es wird, wenn er wiederkommt, wird er alles wiederherstellen, so wie er es einst mal gemacht hat, so dass es kein Leid und kein Schmerz mehr geben wird. Aber wir müssen gar nicht so lange warten, weil er sagt täglich zu uns, hey, lasst mich in euer Leben rein. Siehe, ich mache alles neu. Ja. Und warum sage ich das? Warum kann ich das sagen? Warum können wir das sagen? Weil wir einfach das erlebt haben. Er hat alles neu gemacht. Ich sag's euch, Leute, wir waren an einem Tiefpunkt. Wir mussten davon leben, Pfandflaschen abzugeben, damit wir uns was zu essen kaufen. Plus noch, während ich noch gewisse Süchte hatte. Und also ich sag's euch ganz ehrlich, wenn Katrin mich damals fallen lassen hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwo an einem Bahnhof entweder an Alkohol oder Drogen gestorben. Aber wir haben rechtzeitig haben wir diesen Gott kennengelernt, Jesus Christus, der alles neu macht. Ja. Und wir haben ihn in unser Leben eingelassen. Wir haben ihm unser Leben übergeben und er hat alles neu gemacht. Ja, das Alte ist nicht mehr da. Auch wenn wir uns daran erinnern können, was wir einst angestellt haben, dafür ist bezahlt. Dafür kann mich keiner mehr anklagen. Also ich meine, vor dem ewigen Gericht Gottes irgendwann mal. Und das spricht Gott heute auch euch zu. Leute, ich klopfe an euer Herz. Jesus klopft an. Lasst ihn hinein. Er will alles neu machen. Wir hatten Schulden, wir sind schuldenfrei. Ich war Alkoholiker, ich war drogenabhängig. Ich bin davon frei geworden und wir haben eine wunderbare Beziehung mit Katrin, die auch kurz vorm Ende war, schon zweimal. Ja. Und seitdem wir Jesus in unser Leben reingelassen haben, hat er alles neu gemacht und wir haben ein wunderbares Leben. Und wenn es bei dir, in deiner Familie oder bei deiner Arbeit oder egal wo es aussieht, als würde es nicht laufen und als würde alles zerbrechen und als wärst du am Ende. Hab diesen Glauben, dass es jemanden gibt, wo es nicht zu spät ist, sich bei ihm zu melden, der alles neu macht, der alles wiederherstellt. Seine Aufgabe ist Heilung. Und er möchte heilen und segnen. Das Einzige, was du tun musst, ist einfach seine ausgestreckte Hand annehmen. Und das spreche ich dir heute zu in Jesu allmächtigen Namen. Amen. Amen. Ja, ganz genau. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann weißt du, freuen wir uns immer sehr auf ein nettes Kommentar und über deinen Daumen natürlich auch sehr. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, fühl dich frei, das jetzt zu tun. Dadurch kann unser Kanal wachsen und wir haben Freude daran. Genau, wie geht's weiter? Wir fahren Richtung Balkasch.
Wir sagen nicht, welche Route wir nehmen. Und dann geht's weiter Richtung Dimi sein Dorf, wo wir auf seine Eltern treffen. Nach 34 Jahren, oh, da werde ich schon wieder emotional, dürfen Dimi und seine Eltern vereint hier in Kasachstan sein. Und das ist so eine Freude. Ja, und Astana natürlich. Astana steht auch noch ganz oben auf unserer Liste. Wir wissen, ganz viele Leute freuen sich darauf. Und ja, wenn du das alles nicht verpassen willst, dann sei gern beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Ciao. Leute. Ciao.